Moin, wir sind die Radelbande. Wir sind dieses wunderschöne Rad hier ein Jahr lang gefahren, haben alles Mögliche erlebt, jedes Wetter mitgemacht. Und darüber wollen wir euch jetzt ein bisschen berichten. Ganz genau, viel Spaß. Im Grunde bist du aber mit dem Rad die ganze Zeit gefahren. Also was hast du eigentlich damit gemacht? Das stimmt, ich habe eigentlich alles gemacht. Denn wenn ich irgendwie konnte, habe ich versucht, dieses Fahrrad zu fahren, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat. Also, wir waren einkaufen damit, ganz normal. Ja. Wir waren bei Möbelhäusern, haben alles Mögliche da reingequetscht, also bis oben hin, auch bis zum Anschlag gefüllt. Wir haben unsere Kinderchens zum Kindergarten gefahren und auch natürlich wieder abgeholt. Dann haben wir, wir sind Ausflüge haben wir gemacht. Wir sind zum Badesee gefahren zum Beispiel. Also eigentlich haben wir alles gemacht und vor allem bin ich persönlich zumindest in jedem Wetter gefahren. Ich habe gestern überlegt, mir ist wirklich kein einziges Wetter eingefallen, außer vielleicht ein Wüsten- oder Sandsturm, rein regional bedingt. Aber sonst habe ich alles mitgenommen, was ging. Ja. Deswegen habe ich es auf Herz und Nieren geprüft. Ja. Wir haben es auf Herz und Nieren geprüft. Genau, ich bin es eigentlich immer nur dann gefahren, wenn ich irgendwie ein Video darüber machen wollte oder wenn ich irgendwie ein Video machen wollte, das dieses Rad beinhaltet. 2700 Kilometer damit zurückgelegt. Den größten Teil natürlich im letzten Sommer, wo wir wirklich viele Ausflüge damit gemacht haben. Die längste Strecke, die wir damit gefahren sind, mit einer Akkuladung. 70 Kilometer. Genau, das war nach Mölln, da sind wir in den Wildpark gefahren. 70 Kilometer an einem Tag und ich musste tatsächlich nur noch die letzten 1,5 Kilometer dann ohne Akku fahren. Voll besetzt. Voll besetzt, 2 Kinder ohne Akku. Das war nicht ganz einfach. Aber zu dem, wie sich das ganze Rad fährt, kommen wir gleich. Denn wir werden in diesem Video das Fahrrad anhand der Radelbande-Bewertungsmatrix bewerten. Das sind 2 übergeordnete Kategorien, einmal Fahrrad und einmal Lastenrad und darunter jeweils 5 Kriterien, nach denen wir dieses Fahrrad einmal bewerten. Genau, und im Konkurrenzbereich des Cargos liegen 3 weitere Räder, die wir euch noch mal ganz kurz vorstellen. Und zwar einmal das Kettler Cargo Line. Genau. Das gibt es ebenfalls mit Riemen und Automatik und hat diesen großen Kids Carrier, spielt damit ebenfalls in dem gleichen Bereich wie das Cargo. Genau, dann das Paxter 70, das haben wir euch ja auch vor kurzem vorgestellt, hat ebenfalls eine EPP-Box, gibt es auch mit Automatik. Die dritte Alternative ist das Kloof. Das haben wir momentan ebenfalls im Test und hat ebenfalls eine Enviolo-Automatik, hat ebenfalls eine ähnliche Größe, ebenfalls eine große Box und ist ebenfalls ein Long John. Und wir beginnen jetzt mit der Radelbande-Bewertungsmatrix und dem Punkt Fahrdynamik. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was sich geändert hat. Nichts. Nichts. Es hat sich nichts geändert. Ich bin persönlich ein Freund dieser Automatik, auch wenn sie nicht ganz so agil, nicht ganz so spritzig fährt wie zum Beispiel eine Kettenschaltung. Finde ich es aber zu dem Gesamtkonzept des Fahrrads passend, dass man sich einfach nur draufsetzen muss und losfahren muss. Wie war das für dich? Mir gefällt die Automatik an dem Rad besonders gut, ehrlich gesagt, weil sie einfach so fein abgestimmt ist. Ja. Und wir hatten auch in dem gesamten Jahr kein einziges Problem mit dieser Schaltung. Also es hat immer zuverlässig funktioniert. Tatsächlich. Diese kurze Kurbel, die hier bei dem Cargo ja mit 155 mm wirklich sehr kurz ausfällt, das ist, empfinde ich immer nur als dann erstmal ungewöhnlich, wenn man lange Zeit ein anderes Rad gefahren ist und sich dann wieder draufsetzt. Genau, also wenn man häufig Räder wechselt im Alltag, dann fällt das auf jeden Fall auf, aber stört in dem Sinne nicht, sondern es fällt einfach nur die ersten Minuten ein bisschen auf und dann hat man sich schon wieder daran gewöhnt. Der Vorteil ist halt wirklich, dadurch, dass diese ganze Sitzposition so niedrig ist, hatte ich zumindest eine gute Kontrolle über das Rad. Also die Sitzposition, die finde ich wirklich klasse, selbst mit meinen 1,96 m. Ja. Das ist für mich auch ein riesen Pluspunkt, muss ich sagen. Ich mit meinen 1,62 m und Tilman mit seinen 1,96 m, wir müssen es nochmal sagen, können dieses Rad beide sehr, sehr bequem fahren. Also es ist für uns beide total angenehm zu sitzen. Das hatten wir auch so bei keinem anderen Rad, dass es wirklich über 30 cm so kompatibel ist für jeden. Dementsprechend ist das auch ein tolles Rad für Paare, die sich ein Rad teilen wollen. Und das alles einfach nur mit diesem einen Vorbau, ohne dass man da irgendwas verändern kann. Also das finde ich schon echt spannend. Das Fahrrad vermittelt für mich eine ziemlich sportliche Sitzposition und ziemlich viel Fahraktivität. Und ich finde, man kann es auch gut in die Kurve legen und gleichzeitig hat man trotzdem einen guten Überblick über die Straße.
Ich finde auch, dass man zu jeder Zeit also ich persönlich diese Sicherheit spüre auf dem Rad. Ich finde, man hat zu jeder Zeit die Kontrolle. Es macht wahnsinnig viel Spaß, sich auch mal schnittig in die Kurve zu legen. Ich bin damit wirklich jede Route gefahren. Ich würde mit dem Rad alles fahren. Wir sind ja auch Offroad gefahren mit dem Rad. Viel. Durch Wälder, über Wurzeln, was weiß ich. Das war immer bequem. Und ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, dass ich die Kontrolle über das Rad verliere tatsächlich. Das ist auch ein guter Punkt mit der Federung. Es ist ja nur vorne gefedert und hinten dieser 70 mm Reifen, der ist natürlich richtig schön breit, hat richtig so eine Kissenwirkung. Und auch die Federsattelstütze ist ein Extra, das ich definitiv empfehlen würde. Ja. Aber es kann nicht eine Vollfederung ersetzen. Wir sind jetzt in 2 Räder mit Vollfederung gefahren, auch im Test. Und die vermitteln nochmal ein zusätzliches Plus an Komfort. Das kann man gar nicht anders sagen. Aber das kommt dem schon sehr nahe insgesamt. Federsattelstütze würde ich auch persönlich immer dazu empfehlen. Ja, egal welches Rad eigentlich. Ja, eigentlich schon, genau. Ich hatte es eben schon angesprochen, ich würde tatsächlich jedes Terrain mit dem Rad fahren. Mir sind allerdings 3 Bereiche aufgefallen, da wurde es ein bisschen brenzlig. Und zwar ist das Sand, also feiner Sand, Schotter und Schlamm. Das sind so Bereiche, da merke ich, dass es rutschig wird und dass ich auch das Gleichgewicht verlieren könnte. Also da habe ich immer versucht, das soweit es geht zu meiden. Und wenn es doch mal am Horizont sich abzeichnete, dann bin ich abgestiegen und habe geschoben. Aber das ist das sind die einzigen Ausnahmen, wo ich sagen würde, dass die Reifen nicht dafür geeignet sind. Ja, wir haben nun bei den täglichen Strecken sehr viel Schlamm. Also wir fahren, ich denke mal für Städter, fahren wir außergewöhnlich oft über schottrige, schlammige Strecken, gerade im Winter. Und jetzt könnt ihr schon mal eure Finger fertig machen für die Kommentarspalte, denn ich finde, dieses Fahrrad vermittelt ein echtes Premium-Feeling. ja, kann ich nur zustimmen. Also es liegt wirklich richtig schön satt auf der Straße. Es fühlt sich schön, nur mal zurück zum Ernst hier. Ja. Es liegt wirklich satt auf der Straße, ich muss es leider aussagen. Es fährt sich schön schwer, angenehm. Premium-Feeling in dem Sinne, bei einem BMW oder bei einem Mercedes, wenn ihr die Tür zuschmeißt, erwartet ihr dieses satte Klicken. Und vielleicht kann man das damit vergleichen, so liegt dieses Rad auf der Straße. Der nächste Punkt in der Bewertungsmatrix ist Innovation, Konstruktion und Design. Vom Design her gefällt es mir gut. Mir auch. Ich finde es richtig, richtig schön, das Rad. Es hat schon irgendwie einen ziemlichen Auftritt, auch mit diesen schwarzen Elementen. Ich würde sagen, es ist dem Zeitgeist angemessen designt. Ja. Es ist einfach modern gestaltet. Es erinnert jetzt nicht an irgendwelche klassischen Räder. Deswegen würde ich es jetzt auch nicht als zeitlos bezeichnen. Aber so für mein Design-Liebhaberherz ist das perfekt getroffen. Und ich finde auch, hier sind einige spannende Details drin, wie zum Beispiel die Steckachsenkonstruktion für die Enviolo hinten, die ich auch bei noch keinem anderen Rad bisher gesehen habe. Dann dieser niedrige Einstieg hier, das hohe Level an Integration, dass eben kaum irgendwelche Leitungen irgendwo sichtbar sind und auch die Lenkung vorne richtig gut gekapselt ist. Und dann auch solche Details wie dieser Griff hier, der sich insgesamt gut in das Gesamtdesign einfügt. Und von der Stabilität dieses Fahrrads, dieses Rahmens, lässt es auch nichts vermissen. Das ist wirklich ultra stabil. Genau. So, und wenn wir jetzt noch mal auf Design eingehen, muss ich sagen, dass auf jeden Fall die Box inklusive Auto Safety Collar und Verdeck auf jeden Fall ein Designelement sind, das extrem innovativ ist. Ja. Das habe ich so noch bei keinem anderen Hersteller gesehen. Nur ist mir aufgefallen, dass sich viele Hersteller bereits daran orientiert haben und sich dann davon haben inspirieren lassen. Zu Recht. Denn das ist wirklich außergewöhnlich gut gelungen. Im Punkt der digitalen Innovation bei diesem Fahrrad haben wir hier noch das alte Bosch-System, allerdings halt immer mit dem Kiox-Display und damit auch smarten Funktionen. Allerdings bietet Cargo auch noch die Cargo Me App und die finde ich wirklich klasse. Das ist der verbaute GPS-Tracker mit ebenfalls nochmal so, einerseits Tracking-Funktion, andererseits kann man auch damit seine Fahrten eben aufzeichnen. Und die lässt einen auch ruhig schlafen. So einmal lagen wir nachts schon im Bett und mir fiel es ein, Rad nicht reingebracht. Da habe ich einfach den Bewegungsalarm eingeschaltet und konnte ruhig schlafen. So, und das ist wirklich gut. Das würde ich auch ebenfalls wieder jedem empfehlen, der dieses Rad kauft. Bestellt euch den Cargo Me Tracker.
mit dazu und installiert die App. Also beim Punkt der Innovation ist Cargo hier nicht beim allerletzten Schrei dabei, aber die verbauten Komponenten, die sind schon echt gut. Der nächste Punkt ist die Ausstattung. Und hier hat Cargo einen bedeutenden Vorteil, denn der Gründer von Cargo ist ebenfalls der Gründer von Ergon. Deswegen haben wir hier einen richtig gemütlichen Ergon-Sattel und auch gute Ergon-Griffe. Also damit hatte ich eine sehr entspannte Sitzposition immer. Ich auch. Ich hätte gerne die Kork-Version gehabt, weil ich die schöner finde. Ja. Aber die waren sehr bequem, ja. Genau, also die Griffe, die sind ja auch an vielen anderen Rädern verbaut und mit Recht. Das sind einfach klassische, gut geformte Griffe einfach. Die Klingel war schlecht. Sehr schlecht. Aber die haben wir gegen ein deutlich besseres Exemplar ausgetauscht. Die Pedale waren insgesamt auch gut. Die waren vielleicht bei Nässe so ein bisschen rutschig, aber von hoher Qualität. Wir haben jetzt hier die Moto-Reflex-Pedale dran gebaut, weil die nochmal mit Barfußschuhen, die wir in meinem Alltag tragen, nochmal deutlich bequemer sind. Genau. Aber allgemein dürfte man mit den Pedalen auch keine Probleme haben. Die sind auch schön groß, also es gibt eine große Aufstellfläche. Ja. Du hast da gerade exakt in den Schritten Tropfen gekriegt. Ja, das ist nicht schlimm. Das verbaute Kiox-Display und auch der Riemenantrieb gehören serienmäßig dazu. Hier besteht die Möglichkeit, sich auch noch eine Bremsbeleuchtung auszusuchen, mit zu konfigurieren. Das gehört allerdings nicht serienmäßig dazu. Und zusammen mit dem Fernlicht hätte ich mir schon gewünscht, dass das zum Standard gehört. Ja. Also insgesamt muss man schon sagen, die Ausstattung passt zu dem Fahrrad. Ja. Bis auf das serienmäßige Rücklicht, das ich mit jedem Video kritisiere. Genau. Heute habe ich es kritisiert. Genau. Und wir gehen jetzt zum vierten Punkt, nämlich zum Preis. Wie würdest du den Preis bewerten? Also ich finde, es herrscht hier ein sehr angebrachtes Preis-Leistung-Verhältnis. Ich muss auch sagen, wir haben hier ja dieses komplette Paket mit vielen Innovationen, mit, glaube ich, einem sehr hohen Entwicklungseinsatz. Und man muss auch sagen, alle Räder in diesem Bereich kosten mit einer vollen Kinderausstattung um und bei 10.000 Euro. Ein Fahrrad für 10.000 Euro? Ja, und jetzt alle in die Kommentare. Was man aber sagen muss, und das fand ich, als wir das gestern recherchiert haben, besonders interessant, dieses Rad ist das günstigste der anderen drei Der Konkurrenz, der ja. verglichenen. Ja. Und das fand ich schon interessant. Fand ich auch total interessant. Das Einzige ist, dadurch, dass hier schon eine sehr gute Grundausstattung mit drin ist der Einstiegspreis beim Cargo am höchsten. Ja, diese Räder sind alle teuer, gar keine Frage. Das Cargo ist ebenfalls ein teures Fahrrad, aber es wird diesem preislichen Anspruch oder dem Anspruch, der mit dem Preis mitkommt, auch gerecht, Ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen würde ich auch sagen, das ist ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, also wir sind es jetzt ein Jahr gefahren und es fährt sich exakt wie am ersten Tag. Und das ist auch das, was ich erwarte. Ja. Also Cargo erfüllt die Erwartungen wirklich zu 100%. Wie es sich allerdings jetzt geschlagen hat, so wartungs- und qualitätstechnisch, das betrachten wir im nächsten Punkt. Hast du irgendwas mit deinem Pullover? Ja, zieh dir einen gelben Pullover an, haben sie gesagt. Reißen wir das Pflaster gleich zu Anfang ab. Die Schweißnähte sind auch nach einem Jahr mit diesem Rad nicht besser geworden. Das ist aber auch das Einzige, was ich an dem Aufbau des Rades irgendwie zu bemängeln habe. Die Lackqualität ist richtig gut. Ja, die ist auch sehr robust, weil ich habe Ja. schon einige Male mit meiner Kette das getestet. Nicht freiwillig, aber unfreiwillig. Und es sieht tatsächlich, man sieht nichts davon. Nee, es ist nur ein bisschen dreckig. Aber was auch gut ist, natürlich hier im Einstieg ist eine transparente Folie einfach verklebt worden. Das hilft auch, damit das Ganze eben ja, möglichst lange gut aussieht. Und diese Folie könnte man einfach abreißen und neu draufkleben, wenn es dann doch mal zu schädrig aussehen sollte. Auch von der Aufbauqualität bin ich echt zufrieden. Wir hatten in dem letzten Jahr aber trotzdem ein, zwei Sachen, die eben kaputt gegangen sind. Ganz am Anfang ist ein Lichtkabel irgendwo gebrochen. Das war allerdings relativ schnell dann auch repariert. Und es war zweimal so, merkwürdigerweise, dass die hintere Bremsscheibe sich gelöst hat von der Narbe. Man konnte immer noch bremsen, die ist an Ort und Stelle geblieben, aber die Schrauben haben sich aus irgendeinem Grund gelöst. So. Aber Cargo konnte sich diesen Fehler nicht erklären und hat dann auch anstandslos natürlich die hintere Narbe getauscht. Aber das waren wirklich die einzigen Sachen, die kaputt gegangen sind, die wir irgendwie dran rumschrauben mussten. Was jetzt über den gesamten Sommer gut war
und auch bis in den Herbst hinein super funktioniert hat, war die Federgabel. Und die funktioniert auch jetzt nach wie vor immer noch richtig gut. Aber die SR Suntour Mobi 32 Gabel, die hat über den Winter ganz schön gelitten. Sie hat hier oben Rost angesetzt. Und das ist natürlich etwas, das passiert mit diesen Federgabeln am laufenden Band. Aber da würde ich mir wünschen, dass Cargo jetzt eine Änderung durchführt und die neue Gabel verbaut, die Mobi 34, die es auch beim Paxter gibt, weil die scheint nochmal deutlich besser zu sein von der Langlebigkeit. Ja, zur EPP-Box vielleicht noch ein paar Worte. Das hat EPP halt an sich, dass es nachgibt und dass man es so richtig schön rausbeißen kann. Das hat auch unsere kleinste Tochter gemacht, leider. Dementsprechend sieht das jetzt nicht mehr so ganz taufrisch aus. Und das Tablet, das verbaut ist von drin, also dieser Kofferraum quasi, das beim Rein- und Rausziehen werden dann schon auf Dauer auch Spuren in der EPP-Box sichtbar werden. Das bleibt dann nicht aus. Ja. Aber ansonsten, hier draußen an der Box gibt es keine Spuren, irgendwelche eingedrückten Teile oder so, sondern die sieht ebenfalls nach wie vor taufrisch aus. Ja, und innen drin kann man verkraften. Ne? Also. Ja, liegt aber auch daran, weil Cargo eben daran gedacht hat, die besonders beanspruchten Stellen nochmal zu verstärken mit solchen Metallteilen. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, optional ist ja die Möglichkeit, euch das hier personalisieren zu lassen an der Box vorne. Und die Qualität ist auch richtig gut. Ja, also da hat sich nichts abgefressen. Die Farbe ist nach wie vor genauso. Das sieht richtig, richtig gut aus und ist total hochwertig. Und allgemein vom Wartungsaufwand ist es sehr gering. Durch den Riemen, durch den Spanner, durch diese Spannrolle, durch die man den Riemen noch nicht mal irgendwie selber spannen muss, gibt es im Grunde nichts zu tun. Wir hatten ein einziges Mal einen Platten am Hinterrad. Aber gut, das bleibt halt bei 2700 Kilometern nicht unbedingt aus. Da würde ich mir aber im Endeffekt einen besseren Reifen wünschen, weil der Schwalbe Supermoto X hat keinerlei Pannenschutz. Ich hoffe, dass da der Pickup in dieser Breite ebenfalls kommt. Wenn man zum Service muss, dann ist das Servicenetz von Cargo wird nach und nach immer größer. Und die meisten von euch sollten auch einen Servicepartner in der, nicht unmittelbaren, aber in der mittleren Umgebung haben. Im Zweifel, wenn ihr keinen direkten Cargo-Partner in der Nähe habt, muss man aber schon sagen, dass hier relativ viele Teile dran sind, die für manche Fahrrad- und E-Bike-Händler aber schon zu einem Problem werden könnten, weil sie einfach ziemlich speziell sind. Ja, also insgesamt sind wir mit der Qualität dieses Rades sehr zufrieden, trotz der teilweise wirklich harschen Bedingungen, denen es ausgesetzt war. Und das war es jetzt mit den Punkten aus der Kategorie, aus dem Kriterium, was soll ich sagen? Weiß ich nicht. Und das war es jetzt mit den Punkten aus der Kategorie Fahrrad. Und jetzt machen wir weiter Guten Tag. mit den Punkten aus der Kategorie Lastenrad. Süß. Hallo. Und hier sind wir jetzt beim Punkt Variabilität. Das Cargo ist im Wesentlichen dafür gebaut worden, um Dinge hier vorne in dieser Box zu transportieren. Auf der einen Seite lassen sich die Kindersitze klappen und man bekommt eine Eurobox ganz einfach hier in diese große Box rein. Und auch die Ladekante ist nicht außergewöhnlich hoch, sodass man Dinge auch relativ einfach hier reinstellen kann. Wir haben einen flachen, ebenen Ladeboden und die Box darf mit 70 Kilogramm belastet werden. Das ist jetzt nicht außergewöhnlich viel, aber es dürfte für die meisten Zwecke ausreichen. Die Gepäckablage, die hier vorne drin ist, die erhöht auf jeden Fall nochmal richtig gut die Variabilität. Gerade im Alltag, wenn ihr eure Kinder vielleicht vom Kindergarten abholt oder vielleicht auch Schulranzen habt, ist das total klasse, die einfach da vorne drauf zu schnallen oder einfach abzulegen oder eure persönliche Handtasche. Denn die Kinder kommen dann eben auch nicht mit den Füßen da dran oder treten darauf rum. Das ist nämlich sonst so unsere Erfahrung. Ja. Und das ist, finde ich, wirklich ein ganz sinnvolles Extra. Die ist zwar nur für 5 Kilogramm freigegeben, aber sie hält auch mehr. Die hält auch mehr aus. Ja. Eine weitere sinnvolle Ergänzung, die wir die letzten Monate nutzen durften, ist dieser Gepäckträger hier. Zum einen lassen sich dann eben auch noch mal zusätzlich Packtaschen ranhängen. Ihr habt die Möglichkeit, hier einen wunderschönen Korb zu montieren. Das haben wir jetzt die letzten Monate gemacht. Das sieht natürlich jetzt nicht super aus, aber das ist auf jeden Fall sehr praktisch. Ja, also genau. Auf den Gepäckträger würde ich persönlich auch nicht mehr verzichten wollen. Cargo bietet ja diese Wingy-Seitentaschenhalter an. Die sind schon mal gar nicht schlecht. Also Seitentaschen lassen sich so oder so mit dem Cargo transportieren. Aber so ein hässlicher Korb, der ist schon echt ganz gut. Müssen wir auch echt zugeben. Ne? Und das Einzige, was die Variabilität für manche vielleicht einschränkt, ist, dass eine Montage eines
Anhängers nicht möglich ist. Ansonsten aber ist die Box an sich sehr variabel und auch, dass sie eben auf Dauer noch umbaubar ist auf das Vario-System. Das finde ich schon echt ganz gut. Genau. Aber wir haben das Cargo natürlich im Wesentlichen dafür verwendet, um da mit unserer ganzen Familie, mit den beiden kleinen Kindern unterwegs zu sein. Und die Kindersitze bewerten wir jetzt. Ja, ihr könnt es vielleicht schon erahnen. Das hier sind, glaube ich, sehr bequeme Sitze für die Kinder, denn sie sind nochmal extra gepolstert. Wir haben hier gepolsterte Gurte, ein nach wie vor leider friggeliges Gurtsystem, aber immerhin ein 5-Punkt-Gurt, der sich gut verschließen lässt. Und für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass die Kinder sich nicht selber den Gurt verstellen können. Also unsere große Tochter kann den inzwischen öffnen, aber was man eben nicht kann, ist hier das Verschieben oder Weitermachen, sodass die Kinder dann nachher ohne Gurt sitzen. Ne? Das fand ich einen wichtigen Aspekt. Und die Kopfstütze für mich auch ganz wichtig. Das ist also ein richtig schönes, durchdachtes Sitzesystem. Die Kinder haben sich darüber nicht beschwert. Also man könnte jetzt ja denken, diese flache Sitzposition, der Abstand zwischen der Sitzfläche und dem Boxboden ist nicht sonderlich groß, sondern sie sitzen mit ausgestreckten Beinen da. Die Kinder haben sich aber darüber nie beschwert oder dass sie irgendwie Poposchmerzen hatten oder so, weil die Sitze echt gut gepolstert sind. Genau. Und sie haben ja noch so eine leichte Federung hier drin und das Rad an sich ist ja vorne auch gefedert. Also da konnten sie wirklich sehr lange drin sitzen. Dafür sind aber die Sitzlehnen sehr steil, muss man auch sagen. Also der Kopf fällt beim Schlafen schon nach vorne. Das stimmt. Aber trotzdem haben die Kinder noch einen guten Ausblick. Ne? Es ist nicht zu dunkel, sie sitzen nicht zu tief. Sie haben sich darüber auch nicht beschwert. Gut, letztendlich, wenn ihr Kinder mit Schneeanzügen da reinsetzt, dann wird es den einen oder anderen Streit geben. Ja. Aber abgesehen davon haben sie sich hier nicht beschwert. Ja. Was jetzt bei unserer 5-Jährigen aufgefallen ist und auch bei der 2,5-Jährigen, also gerade die 5-Jährige, ihr könnt das hier vielleicht sehen, die Kopfstütze ist schon sehr weit oben. Sie kommt jetzt langsam an den Punkt, wo sie mit ihrem Helm, wenn sie da ganz normal drin sitzt, vielleicht auch sehr aufrecht sitzt, dass sie schon an den oberen Rand kommt. Wenn ich jetzt so 2 Jahre weiter überlegen würde, so ein 7-jähriges Kind, das könnte dann schon eng werden. Ja, das denke ich auch. Mit dem All-Weather-Top. Ja, noch positiv zu erwähnen ist, dass zumindest unsere große Tochter hier selber einsteigen kann, selber ein- und aussteigen kann. Unter anderem wegen dieser Aussparung hier oder eben auch unten diese Trittfläche. Das ist also durchaus möglich. Unserer kleinen Tochter fehlt da noch so ein bisschen die Beinlänge für, aber das wird dann auch bald kommen. Das ist auf jeden Fall auch richtig gut. Und was auch möglich ist in diesem Rad, ist es, eine Weberschale hier irgendwie reinzuhängen, um mit einem Kind und einem Baby zu fahren. Das finde ich ziemlich cool. Cargo wünscht sich eben auch, und das können wir halt auch bestätigen, das ist hier einfach so zu Ende gedacht, die Family-Version. Es ist einfach wirklich auf Sicherheit ausgelegt, deswegen wünscht sich Cargo eben auch nicht, dass man jetzt einen Anhänger dran bastelt oder noch einen Fahrradsitz hinten auf den Gepäckträger bastelt. Also die Kinder sollen wirklich vorne drin sitzen und dann habt ihr auch für die Kinder die sicherste Möglichkeit gewählt. Also insgesamt würde ich mir für die Sitzbank hier schon etwas mehr Platz wünschen, gerade in der Breite. Also ich mir nicht, sondern die Kinder in diesem Fall, dass sie da noch mal etwas mehr Platz hätten. Aber insgesamt auch mit diesem Tablet, das wir eben erwähnt haben, ist das hier schon eine sehr schön große und ansprechende, einladende Box. Also wenn die Kinderchens hier vorne drin sitzen, haben sie es auch besonders gut, nämlich unter anderem wegen des All-Weather-Tops, denn das ist wirklich unangefochten das beste Verdeck, das wir bisher testen durften an einem Rad. Hol's mal kurz. Genau, hol's mal kurz. Also erstmal ist es freundlich gestaltet. Es ist kein schwarzes Regenverdeck, sondern es ist ein helles Regenverdeck. Es ist UV-geschützt. Es bietet viele tolle Details. Ich habe euch das mal in einem ganz eigenen Video vorgestellt und jetzt über die verschiedenen Monate, die wir das eben mit diesem Rad verwendet haben, ist uns auch nur ein einziger negativer Punkt aufgefallen. Zeige ich euch jetzt. Ja, genau, zeig mal. Ja. Brauchst Hilfe? Nee. Nee. Doch. Ja, okay, jetzt ist es. Lass mich das mal lieber machen. Ja, du kannst das doch gar nicht. Du hast das eigentlich jemals selber Ich habe das noch nie gemacht, ne. In der Theorie habe ich das schon ganz oft gemacht. Ja, also ich habe das Video gesehen. Ja, genau. Also eins kann man definitiv sagen, es sitzt hier fest montiert drauf, falls das Rad geklaut werden sollte. Ist das AWT mitversichert. Perfekt. Und wenn ihr eine gute Versicherung für euer Rad sucht, dann guckt mal in den Link unten in der Beschreibung von helden.de. Kleine Werbung zwischendrin, ne?
Ja, jetzt hast du ja gerade Zeit, ne? Wofür kann man noch Werbung machen? Oh, für Retribane, Ja, für Retribane, für die für die Pedale. Motopedale. Genau. Ja, wir bewerben alles. Wir sind da nicht so. So. Das hat doch relativ lange gedauert jetzt. Also die Montage ist nicht mal eben schnell gemacht, obwohl das waren jetzt, weiß nicht, 3 Minuten, also so lange ist das auch nicht. Und dann sitzt es halt richtig gut drauf. Und ich finde, es passt auch optisch sehr gut zu dem Rad. Das finde ich nämlich auch. Und es gibt einfach so viele Möglichkeiten, das Verdeck zu benutzen. Also wir haben es selbst im Sommer drauf, einfach Ja. wegen des UV-Schutzes, weil uns das wirklich wichtig ist. Man kann hier einfach diese Elefantenohren im Reißverschluss abmachen. Hier die seitlich. Man kann die aber auch einfach nach oben klappen und oben verkletten. Was kann man noch machen? Man kann das hier so machen. Richtig. Man kann den kompletten umeinander rumlaufen. Man kann den kompletten hinteren Teil auch noch abbasteln. Dann hätte man nur hier diese 2 Streben sozusagen und hier so einen kleinen Überstand. Dann gibt es hier noch den... Genau, den Sonnenschutz, den man hier Richtig. auf der Innenseite verklettet, der dann auch die kleinen Menschen da drin richtig gut vor der Sonne schützt. Das haben wir den gesamten Sommer über auch dran gehabt. Einfach die Seiten geöffnet, hinten geöffnet. Richtig. Das war richtig toll. Genau, man kann das hier hinten auch noch runter machen, also quasi zukletten. Starker Klett auf jeden Fall. So, das kann man noch zumachen. Und auch richtig cooles Detail, wenn es geregnet hat zum Beispiel, wenn ihr das hier hoch macht, ne, dann müsst ihr das nicht so runterfallen lassen, damit dann nachher die Kinder einmal geduscht werden, sondern ihr könnt einfach, bevor ihr das loslasst, das hier so einmal hochkletten. Genau. Und dann fließt es an den Seiten runter und eure Kinder bleiben trocken. Das Ja. finde ich ist auch ein richtig cooles Detail. Das stimmt. Und was jetzt halt hier auffällt, das öffnet nicht sonderlich weit. Nee. Also am Anfang öffnete das deutlich weiter, war deutlich sprunghafter. So, und wenn man es schließen möchte, funktioniert es auch recht einfach. Man zieht es einfach hier so runter und dann schnallen die Fitlock-Verschlüsse entweder von alleine ein oder ja, mit einem einfachen Hinhalten. Und dann sitzt das Regenverdeck hier wieder zuverlässig drauf. Auch hier unten wiederum magnetisch. Also das ist nach wie vor das beste Regenverdeck, was Ja. wir bei einem Fahrrad bisher gesehen haben. Die Materialien sind auch alle sehr robust. Also das gefällt mir echt total gut. Genau, und man hat noch so ein bisschen Windschutz für die Hände. Dann am Ende, wenn man Gegenwind hat oder so ein bisschen Regen hat. Ja, Aber das AWT ist ja nicht das einzige Zubehör, was Cargo bietet für das Cargo, sondern das Tablet, was wir schon erwähnt haben, das ist eine richtig gute Ergänzung. Dann kann man ja auch zum Beispiel einen Sitz in die Mitte setzen, dann gibt es diese Weber-Schale. Und gerade für das Vario-System gibt es wahnsinnig viele verschiedene Zubehöroptionen, die ihr da dran bauen lassen könnt. ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, aber ihr habt auch die Möglichkeit, euer Rad ein bisschen zu individualisieren. Und zwar, indem ihr euch hier so ein Seitenpanel gestaltet oder gestalten lasst. Wir finden den Aufpreis dafür auch gar nicht so hoch. Ja, das sind 150 €, wenn ihr das ja. komplett selber designen wollt. Genau. Das ist, finde ich, echt fair, weil das auch von hoher Qualität ist. Genau, die Qualität ist super und ihr habt eben einfach die Möglichkeit, das ein bisschen mehr euer Rad zu machen. Da das eben auch durch die Lackierung zum Beispiel nicht möglich ist, das würden wir uns noch wünschen, dass es vielleicht mehrere Farben oder vielleicht auch nur 2 Farben gibt. Das würde schon reichen. Genau, aber davon sind wir auf jeden Fall sehr überzeugt von der Variante und da gibt es auch echt viele Möglichkeiten. Ne? Ja. Und ein letzter Punkt beim Zubehör, den viele nicht haben. Das Cargo hat es aber. Hier hinten sind Ösen für die Befestigung eines Flaschenhalters oder für die Befestigung eines Schlosshalters oder ähnliches. Also das finde ich persönlich auch echt gut. Und nun geht es ums Parken und Rangieren. Ha, da habe ich ein bisschen was zu erzählen. Ja, dann leg mal los. Wie lässt sich das denn rangieren? So an sich lässt sich das wirklich super einfach parken und rangieren. Ich glaube, ich habe dieses Rad schon 100 Mal vorgeführt, ne? Wie einfach das ist. Ich komme mir irgendwie so, das habe ich schon alles schon mal gemacht. Egal. Also, schieben, kein Problem. Aufbauen, kein Problem. Solange das Rad leer ist. Also so ein bisschen Zuladung auch überhaupt kein Thema. Ich merke jetzt allerdings, dass ich so langsam echt an meine Grenzen komme mit den beiden Kindern und mit Gepäck da drin. Wird es für mich jetzt echt schwierig, das Rad auszubalancieren, wenn ich es schiebe. Die Kinder müssen sich nur ein bisschen ruckartig bewegen. Dann ist mir schon häufiger vorgekommen, dass es dann mal eben so den hier gemacht hat oder auch in die Richtung. Ne? Das ist inzwischen ein bisschen schwierig tatsächlich für mich. Deswegen mit größeren Kindern und für kleine Menschen
ist das gar nicht so einfach. Ne? Auch das Aufbocken tatsächlich, das hat auch damit zu tun. Da muss ich jetzt inzwischen so richtig, wenn die Kinder hier vorne drin sind, so mein ganzes Gewicht nach hinten schmeißen. Das ist für Tillmann einfacher, der hat einen höheren Griff von oben. Das ist wesentlich einfacher, wenn man ein bisschen größer ist. Aber ja, das muss ich auf jeden Fall erwähnen in dem Zusammenhang. Genau, was ich persönlich klasse finde, ist dieser große Lenkeinschlag, der ist gerade beim Rangieren in engen Garagen richtig gut. Da kommt man wirklich überall rum. Der Ständer ist auch sehr stabil und steht sicher. Hier hat sich auch die Gasdruckfeder, die den Ständer an der Position hält, funktioniert auch seit einem Jahr wirklich ohne Probleme. Was ich auch wirklich gut finde, ist jetzt, das gibt es halt mittlerweile, hatten wir am Anfang nicht, sondern wir haben halt immer ein normales Kettenschloss verwendet, aber hier das Bäckerschloss mit einer Einsteckkette zu verwenden, das ist gerade, wenn man die Kinder morgens zur Kita bringt, ist das echt super, dass man irgendwie nicht ein schweres Schloss rausziehen muss. Mal schnell in einen Laden rein oder wieder raus. Aber ansonsten gibt es auch einige Möglichkeiten, um das Fahrrad anzuschließen. Einmal hier auf der Rückseite kann man hier dieses Rahmenteil verwenden, dieses Griffteil hier auf der Rückseite oder auch, und das ist nicht bei vielen Rädern der Fall, kann man hier diesen Rahmen dafür verwenden, um das Fahrrad vorne anzuschließen. Und vielleicht noch mal zu meinem Anfangsaspekt, wenn ich das Rad im Fahren einparke, ist das überhaupt kein Thema. Also dieses Rad ist wirklich das Rad, das sich am besten im Fahren einparken lässt. Ist wirklich nur die Schwierigkeit da, wenn ich schiebe und das Rad so einparken muss. Ne? Inzwischen ist es mir dann schon fast nicht mehr sicher genug. Ne? Ja, Kinder sind halt schwer geworden. Ja, genau. Aber genau, sicher genug, das ist das Stichwort für den letzten Punkt aus der Radlbahn-Bewertungsmatrix. Die Sicherheit. Was für eine Überleitung. Ja, Sicherheit allgemein und auch vor allem der Kindertransport, das ist der Hauptantrieb von Cargo gewesen, um dieses Rad hier zu entwickeln. Ja, das merkt man auf jeden Fall auch. Ne? Genau, dieses Sicherheitskonzept, das umfasst das komplette Fahrrad. Wir haben es schon anklingen lassen, die Sitzposition, die Position beim Fahren, der Überblick über das Fahrrad, auch das Stehen an der Ampel, was du gerade gesagt hattest, das gelingt alles super einfach. Auch die Vielzahl der verschiedenen Leute, die damit fahren können, egal ob groß oder klein. Und der niedrige Schwerpunkt. Das sind alles so Punkte, die spielen in dieses Sicherheitskonzept mit ein. Und auch die Bremsen zum Beispiel. Wie waren die für dich? Ich habe mir über die Bremsen nicht wirklich Gedanken gemacht und das ist das beste Zeichen. Ja. Also sie haben jedes Mal zuverlässig funktioniert und sie bremsen auch wirklich stark. Ne? Ja, und ich habe auch nach wie vor ist das hier der Referenzwert beim Bremsen. Also das Cargo voll beladen bremst innerhalb der eigenen Länge von 25 km/h. Und das hat bisher kein anderes Fahrrad geschafft. Beim Bremsen aber, nicht falsch verstehen, ist es auch nicht so, dass man den Hebel so ein bisschen zieht und dann sofort steht und dann irgendwie nach vorne rüber geworfen wird, sondern die lassen sich sehr gut modulieren. Aber wenn man mal scharf bremsen muss, dann beißen die richtig gut zu. Von der Beleuchtung ist es so, wir haben hier den Supernova M99 Mini Pro Scheinwerfer mit Fernlicht dran gebaut. Allerdings auch schon der normale Scheinwerfer bietet ein Fernlicht, ist nicht ganz so hell und hat nicht so ein ganz breites Leuchtbild, aber hier ist der absolute Referenzscheinwerfer verbaut im E-Bike-Bereich und der lässt wirklich keine Wünsche offen. Dass hier hinten das Bremslicht nur optional ist, haben wir am Anfang schon gesagt, finden wir ein bisschen schade. Das müsste beim Rad dieser Preisklasse eigentlich standardmäßig sein. Aber das Bremslicht ist wirklich sinnvoll, eben weil dieses Rad so schnell bremsen kann. Wir haben alle STVZO notwendigen Reflektoren und dann ist das Regenverdeck hier ebenfalls nochmal mit reflektierenden Elementen ausgestattet, sodass man auch in der Nacht gut gesehen wird. Und für die kleinen Kinder ist es ebenfalls sicher. Dieser große Kragen hier, der sogenannte Auto Safety Collar, der Lenker, der über den Köpfen der Kinder nochmal ist, dient so als Überrollbügel. Die Kinder prallen seitlich mit den Köpfen gegen dieses EPP, gegen dieses weiche Material. Und also sie sitzen hier wirklich sicher und geborgen drin. Und das ist eines der Schlüsselelemente, wie wir das schon sagten, von dieser Box. Ja, wir hatten noch keinen Unfall mit diesem Rad, zum Glück. Also es ist schon mal umgekippt, ne? Es ist aber schon mal umgekippt. Und das ist für die Kinder auch kein großes Problem. Nee. Also die erschrecken sich kurz, aber sitzen da halt weiterhin sicher drin. Genau.
Also vom Punkt der Sicherheit, wie gesagt, kann das Cargo das Versprechen auch echt erfüllen. Aber für wen ist das Cargo jetzt am besten geeignet? Was ich wirklich richtig toll finde, ist eben, dass Personen, die auch so einen großen Größenunterschied haben wie wir zwei, sich dieses Rad ganz entspannt teilen können. Ja. Ich würde es also echt Familien empfehlen, die bis zu 2 Kinder haben, die noch nicht allzu groß sind, Ja. also noch keine Schulkinder. Das würde sich, glaube ich, nicht mehr lange lohnen. Und die sich das Rad eben auch teilen wollen. Ne? Also wo jetzt nicht jeder ein eigenes Lastenrad hat, Ja. weil da lohnt sich die Anschaffung dann wirklich total und da könnt ihr den besten Nutzen dann draus ziehen. Ja, und das finde ich halt auch gut, dass sich das Cargo für Familien eignet, auch mit sehr kleinen Kindern. Dann ja, ist die Nutzungsdauer aber nach hinten raus, mit Kindern zumindest, aber etwas begrenzt. Genau, und solltet ihr eben auch klein sein, dann ist es eben auch auf Dauer nicht mehr so leicht, das Fahrrad zu handeln. Mit einer schweren Ladung. Mit einer schweren ja. Ladung, genau. Das muss man eben auch dazu wissen. Genau, aber selbst wenn dann die Kinder aus dem Haus sein sollten oder auch für den Lastentransport, wenn ihr für euren Betrieb zum Beispiel ein Fahrrad sucht, mit dem ihr regelmäßig irgendwelche Dinge transportieren müsst und ein Fahrrad sucht, das möglichst wartungsarm ist, wo sich jeder eurer Mitarbeitenden irgendwie draufsetzen kann und losfahren kann, Genau. dann lohnt sich das zum Beispiel ebenfalls. Ja. Eben weil auch diese Box sich so einfach zum Beispiel mit eurem Firmennamen bekleben lässt. Das ist auf jeden Fall eine super Werbefläche. Ne? Ja, und eben auch als ganz normales Alltagsrad, ne? So wie ich es eben auch ohne Kinder verwendet habe, ist Ja. das super entspannt. Würdest du das für unsere Familie kaufen? Oder sagen wir mal so mal 3 Jahre zurück. Hättest du das anstelle des Urban Arrows zum Beispiel gekauft? Also ich sag mal, preislich wäre es nicht es wäre nicht in unserer Price Range gewesen, leider. Aber ja, ich hätte es auf jeden Fall haben wollen, weil Ja. es ist einfach so toll als kleine Familie mit 2 kleinen Kindern. Ja, erfüllt einfach jeden Anspruch, den ich an ein gutes Familienrad habe, zu 100%. Und ich bin auch echt traurig, dass ich es jetzt abgeben muss. Ich merke, dass es jetzt an seine Grenzen kommt und es für unsere Familie nicht mehr das erfüllt, was ich für einen Anspruch habe, jetzt an unsere Räder. Aber ja, das war eine schöne Zeit und ich werde es auf jeden Fall vermissen. Ja, was sind jetzt eure Gedanken zum Cargo FS200? Hat es euch auch so gut gefallen wie uns? Fahrt ihr es vielleicht selber als Familie? Was sind eure Gedanken? Was wünscht ihr euch vielleicht sogar von Cargo, was sie noch aufnehmen in Zukunft? Schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Video gefällt. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, Dann abonniert den Kanal. tschüss, Tschüss. bis dann. Yeah!